ist sie. So sieht sie aus. Die neue Parade vom Moviepark Germany. Movieparks Parade of Celebration. Eine Zeitreise durch 30 Jahre Hollywood in Germany. Mit neuen Floats, Kostümen, Musik und Choreografien. Wie das alles entstanden ist und vor allem wie die Floats gebaut wurden, zeigen wir euch hier im Video. So, wir sind jetzt hier in Belgien bei Kabuki und Kabuki ist eine Thematisierungsfirma, die ganz viele tolle Projekte machen. Die stellen sich gleich ganz kurz auch selber vor und die bauen die neuen Floats für die neue Moviepark-Parade und da seht ihr jetzt kleine Einblicke davon, wie diese Floats hier in Belgien entstehen. I'm Anne. I'm the boss of Kabuki. We build a lot of decoration for theme parks, festival, things like that. We're very excited to work at this moment for Moviepark. We're here for 2 years now. Before we were in a smaller place, but everything is getting bigger. So right now we have a space of 8,000 square meters. But as you have seen, it's fully packed at this moment. So, but we're very lucky because we're located near Antwerp, and it's for Germany, it's interesting. For France, it's interesting. So, I think Moviepark, we started our first meeting was half a year ago. Then we started designing. And I think now for 2 months we're full production. So it's quite busy right now. We're quite stressed to get it all fixed done. I suppose in 2-3 weeks we'll be there. So special time at this moment. Wir sind wirklich geflasht. Ich kann ja gar nicht glauben. Krass, ne? Also, boah, ja, eigentlich ist dein Projekt. Du darfst anfangen. Ich weiß. Für das, was wir hier stehen haben. Also eigentlich lasse ich dir immer gerne den Vortritt, weil eigentlich, okay. Ehre, wem Ehre gebührt, und es ist ja ein großes Entertainment-Projekt und ich habe da ja nur mini mitgewirkt und es ist dein Traum, dein Projekt und deshalb darfst du auch ganz viel dazu sagen. Ja. Oh Gott, da muss ich direkt heulen. Nein. So, wir sind heute bei Kabuki. Und haben heute das erste Mal unsere Floats gesehen. Wir haben 4 große Floats für unsere neue Parade. Movieparks Parade of Celebration. Und ich glaube, ihr merkt schon, wie aufgeregt ich bin, weil ich kann das alles gar nicht glauben. Wir haben hier einmal, das ist mein Float. Das ist das Float, wo ich drauf gehen werde. Das ist unser Hollywood in Germany Float. Das ist das Float, was das Schlusslicht der Parade bildet. Da erzählen wir vielleicht gleich noch was zu. Genau, hier sehen wir schon eine Oscar-Statue, die dreht sich auch. Da kommen noch andere drauf und genau, das ist das letzte Float, was wir quasi designen lassen haben. Stimmt, genau, da haben wir noch ein paar Änderungen vorgenommen. Genau. Weil natürlich auch das Thema Hollywood für uns wichtig ist, für den Park, für die DNA des Parks. Und das wird auch vom Farbschemata etwas anders sein als die anderen Floats, ne? Wirklich Red Carpet-like mit Gold und auch mit den Oscars. Und insofern wird das ganz spannend. Und im Hintergrund
können wir schon mal spoilern, sind die Hollywood Hills. Also insofern, wird das schon richtig, richtig cool. Ne? Ja. Ich bin sehr gespannt. So, wir haben heute den 7. Mai. In 44 Tagen eröffnen wir diese Parade. Es wird noch geprobt und in der ersten Juniwoche kommt Kabuki mit den Floats und dann werden die bei uns vor Ort zu Ende gebaut. Also ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Das ist auch, wenn ich das jetzt sage, ne? 44 Tage. Ey, das ist unwirklich. Und wir haben ja noch die ganze Probenphase vor uns, oh Gott. Mit 44 Leuten in der Parade. Das stimmt. Boah, gut. Wow, 44 Leute in der Parade, 44 Tage. So, dann kommen wir zu dem Float. Da bin ich ehrlich, das ist mein Favorit. Und ich glaube, das war mit das erste Float, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne ein Float, das uns als Moviepark Germany komplett repräsentiert. Da kommt noch ein Achterbahntrack drauf. Natürlich unser Tor, dann unser Logo. Und die ganzen Floats basieren ja auf Ideen, die wir hatten. Letztes Jahr im Sommer saß ich Wochen im Büro und habe mit ChatGPT erste Bilder erstellt, weil ich natürlich jetzt selber sowas nicht designen kann. Und dann hat Kabuki das Float uns als erstes gezeigt. Da waren wir in einem Call. Manu und ich direkt beide geheult, als wir das gesehen haben. Verliebt auf Anhieb. Unfassbar. Wir werden hier an den Seiten noch eine Filmrolle dran haben mit 30 Bildern. Natürlich auch aus Warner-Zeiten. Die fangen dann an, sind erst schwarz-weiß und dann, wenn es der Moviepark Germany wird, die sind auch nach Jahreszahlen geordnet, wird es dann bunt, sodass wir uns als gesamten Park und auch unsere gesamte Historie, die ja sehr bewegt ist, richtig repräsentieren in einem richtig schönen Float. Und deshalb haben wir auch uns bewusst dazu entschieden, dass wir dieses Farbschemata für das Tor nehmen. Ne, weil es war ja mal so quietschbunt, als wir dann der Moviepark geworden sind. Und von daher wollten wir auch der Historie da ein bisschen Rechnung tragen. Und deshalb hat es auch nicht die Original-Torfarben bekommen, so wie sie heute im Park vorzufinden sind, sondern ist noch wirklich auch eine Hommage an die alte Moviepark-Zeit, die sich auch ein bisschen verändert hat. Und jedes Float hat ja einen eigenen Namen, das ist Since 1996. Und das ist wirklich dann auch mit dieser Fotofilmrolle, die dieses Float komplett umschließt, machen wir wirklich eine Zeitreise von Warner dann bis wirklich zur Neuzeit Moviepark. Und ich glaube, das ist wirklich auch in diesem Comic-Style. Ja. Ich finde es extrem genial. Extrem cremig. Extrem genial. Extrem geil geworden. Also muss man einfach so sagen. Vielleicht können wir auch noch mal sagen, Anni, weil das ist ja auch noch mal, wir sehen jetzt hier schon überall Licht. Ja. Ne? Also die Floats werden auch beleuchtet werden, ne? Also die kriegen wirklich überall noch LED-Stripes und Lampen und also wirklich auch teilweise kleine Special Effects. Ja. Ne? Dann werden auch Monitore platziert, wo dann Content läuft. Also wir wollen schon gucken, dass wir die Floats auf jeden Fall jetzt nicht nur so statisch in einer schönen Optik präsentieren, sondern dass auch überall auf den Floats immer was passiert. Ne? Das war uns auch wichtig. Ja. Und dann natürlich für Christmas und gegebenenfalls auch für Halloween kommt dann noch ein bisschen andere Deko, ein bisschen mehr Licht drauf. Weil so ein Paradenprojekt werden wir jetzt nicht jedes Jahr neu machen. Wäre schön, aber nein. Genau, und die müssen natürlich so designt werden oder designt sein, wie sie jetzt sind, dass wir die auch für unsere anderen großen Saisons, die wir im Park haben, gerade natürlich für Christmas mit einer Christmas-Parade, müssen die natürlich direkt so gebaut werden, das müssen wir alles bedenken. Also ich sag mal so, wir reden bei uns intern immer, wenn es um Entertainment-Budget geht, von Annis Marilyn-Tasche. Das ist so eine kleine goldene Tasche. Die war so voll wie noch nie für Entertainment. Sagen wir mal so, sie hat mir auch ein bisschen Budget von anderen Projekten geklaut. Also so, insofern, ich habe aber auch ihm dann ein bisschen Geld abgegeben für Deko. Genau. Das habe ich schon gemacht. Aber also für mich persönlich, als ich gehört habe, dieses Projekt kommt, das haben wir letztes Jahr erfahren, da ist mein Gehirn explodiert und auch jetzt, wenn wir hier stehen, muss ich ganz ehrlich, kann ich schon wiederholen. Wenn wir hier jetzt stehen, oh Gott, ich glaube das gar nicht. Das ist völlig unwirklich, weil wir natürlich so viele Monate jetzt im Hintergrund daran gearbeitet haben. Mit Partnern aus den USA arbeiten wir viel, die natürlich eine riesige Expertise in Paraden haben. Was unfassbar tolle Leute sind, von denen wir als Park und auch ich super viel lernen können. Und dann steht man hier
Und auf einmal ist das alles Wirklichkeit. Wir haben vorhin auf dem Hinweg die neue Paradenmusik gehört. Da haben wir auch schon geheult. Das ist, ich kann das, da läuft mir direkt Rotz aus der Nase, kann ich nicht glauben. Symbiose nachher. Ja, das wird krass. Wir müssen auch mal wirklich in der große Zeit unseren Partner Ja, rausgeben. unglaublich. Wir haben wirklich extrem viele verrückte Ideen gehabt und die haben das dann wirklich auch designt und gesketcht und haben uns auch in der Designphase schon extrem supportet. Und so viele Ideen auch selbst noch mit reingebracht aus ihrer Fachexpertise, sodass das Projekt einfach dauerhaft immer weiter gewachsen ist. Und wir haben wirklich so viele Details auf dem Papier gehabt und manchmal ist es ja so, dass man dann wirklich auch immer sagt, ja okay, ein paar Darlings müssen sterben bei solchen Projekten und Kabuki hat es wirklich möglich gemacht in unserem Budgetrahmen, dass wir alle unsere Ideen und Wünsche hier verwirklichen konnten und da bin ich sehr, sehr dankbar und das Team ist einfach großartig, die machen einen fantastischen Job und wenn man wirklich hier die ganzen Details sieht, die ja auf jedem Float zu sehen sind, das ist einfach unglaublich, also das kann man gar nicht beschreiben und da sind wir unendlich dankbar, dass wir so einen tollen Partner gefunden haben, der das für uns hier der das wirklich in die Realität überführt. Ne? Also man sieht ja auch einfach, wie solide das alles gebaut ist. Ne? Also das ist nichts mit Holzunterkonstruktion, das ist alles Aluminium, pulverbeschichtet und halt auch sehr solide, wetterbeständig, sodass wir auch mal, wenn es mal regnen sollte, was wir nicht hoffen, in Hollywood scheint ja immer die Sonne, aber wenn es dann doch mal unsere Wetterverhältnisse dann nicht hergeben, dann ist das auf jeden Fall alles so solide, dass das auch wirklich alles langlebig ist und auch wirklich von guter Struktur und Qualität. Das ist ja dann auch nicht immer, ne? Kann ja immer schön aussehen, aber wie lange das dann hält, ist die andere Frage. Hier haben wir wirklich das große Glück, dass es nicht nur fantastisch aussieht, sondern dass es auch lange, und wirklich nachhaltig gebaut ist. Ja. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatten die vorne, wenn man hier quasi über die ganzen Treppenabsätze läuft, hatten die überall das Material liegen und auch teilweise unter den Schreibtischstühlen, damit die halt testen, okay, wie langlebig ist das, weil wir auch Leute hier oben drauf haben, die hier drauf laufen. Getanzt wird auf den Floats nicht großartig, aber das muss ja alles halten. Und da haben die wirklich Tests gemacht und von Sekunde 1 an, wo klar war, Kabuki macht das Projekt, haben die uns mitgenommen. Wir kriegen immer Updates, telefonieren regelmäßig miteinander. Also da muss ich wirklich sagen, egal mit welchem Partner wir für die Parade arbeiten, das ist unglaublich. Das ist wirklich ganz toll. Und das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Dieses Paradenprojekt ist irgendwie ein Projekt, was aus ganz vielen Zufällen passiert ist. Ne? Ich war letztes Jahr und davor in dem Jahr in den USA, haben wir da auch ein paar Freizeitparks angeguckt und ein paar Leute kennengelernt. Jetzt macht eine Firma... Und sie ist nicht irgendwas Cooles gefahren, nee, sie hat sich nur Shows angeguckt. Ich bin 2 Coaster letztes Jahr gefahren in Orlando. Ich bin halt kein Coaster-Mensch, tut mir leid. Und wir arbeiten jetzt mit Firmen zusammen, ne, mit Full Stop Productions. Die haben ihren Hauptsitz in Orlando. Die arbeiten für SeaWorld, Disney, Nickelodeon und auch Paramount. Dann haben wir Paradencoaches, die in großen Parks auf der Welt arbeiten und gearbeitet haben, auch gemeinsam schon einen IAPA Award für eine Parade gewonnen haben. Und das ist sowas für einen Entertainment-Menschen, der irgendwie in diesem Freizeitparkleben gelandet ist. Mein Universum ist explodiert in diesem Projekt und wirklich, ich bin da so dankbar drüber. Ich habe gesagt, wenn die Parade am 20. Juni öffnet und wir dann am 4. Juli unser Jubiläum gefeiert haben, danach kann ich tot umfallen, alles gut. Hat alles geklappt dann. Ja, so, kommen wir hier zu dem Float. Das ist das Studio-Tour-Float, weil wir wollten gerne ein Float haben, was eine Attraktion von uns repräsentiert. Und ich weiß, dass die Studio-Tour Manuels Baby ist. Ich finde die Attraktion wunderschön. Ich durfte mir auch ein Float aussuchen. Danke dafür. Gerne. Und es ist auch die Attraktion, wo Manuel und ich uns mehr oder weniger kennengelernt haben, das erste Mal wirklich richtig eng miteinander gearbeitet haben, wo er dann, das war ja noch in Corona-Zeiten, gesagt hat, Anni, wir brauchen dich als Marilyn, setz dich mal hier auf eine Kiste und irgendwie muss ein bisschen Happy Birthday singen, weil wir kriegen eine neue Attraktion. Und das war quasi das erste Mal, dass wir zusammen gearbeitet haben. Und das finde ich richtig cool, dass wir das auch dann als Float haben. Ja, und hier kommt natürlich noch ein riesengroßer Aufbau auf das Float drauf. Wir sehen jetzt schon im Hintergrund natürlich auch die Miniatur der Gebäude, die wir auch bei uns in der New York-Szene haben. Der ikonische Wasserturm wird natürlich hier auch ein Element sein. Da kommt auch nochmal ein Special Effekt rein, also das Dach wird sich öffnen. Also hier werden auch überall Sachen da nochmal passieren. Und hier, das ist das Spezielle und das finde ich ganz cool, dass das nämlich wirklich die Fahrer werden, wie auch bei den großen amerikanischen Freizeitparks, wenn ihre Paraden haben, die Fahrer werden also wirklich versteckt innerhalb dieser ganzen Unterkonstruktionen hier, die dann auch Deko-Elemente darstellen.
Hier kommen zum Beispiel richtige Flight Cases noch, also nicht richtige, aber Flight Cases, die dann wirklich auch natürlich den Fahrer hier beherbergen. Und auf das Flight Case hier kommt ein Miniaturmodell der Moviepark Studio Tour auf, von dem Achterbahnwagen. Auch wirklich mit den Lampen vorne, die leuchten dann. Und das bekommt dieses Goldfinish, hier kann man schon diesen Bogen sehen. Also die werden auch alle noch farblich angepasst, bemalt. Natürlich alles in den Corporate-Farben. Und da kommt auch so eine kleine Achterbahnschiene, wird noch damit drauf gebaut. Also das wird wirklich richtig schön, unsere Moviepark Studio Tour stinken. Langs Gloria des Präsidents hier wirklich lokal auch, weil das wirklich auf the Weeks Startzeug ist, auch im Moviepark Studio Tour ein Herzensprojekt, auch ein wichtiger Meilenstein für den Moviepark gewesen und deshalb muss der einfach auch ein Float sein, was das der präsentiert. Ja, jetzt können wir wieder mehr zu deiner Profession übergehen. Genau, das ist das Float von unseren eigenen Maskottchen Sam und Sia. Sia ist ja dieses Jahr auch in den Moviepark eingezogen und da würde ich gerne auch eine lustige Anekdote zu ihrem Namen erzählen. Wir waren, wie viele Jahre ist das her? Weiß ich nicht, 3, 4... Ja, 3 Jahre. Da waren wir im Europapark und haben die Kollegen besucht und dann standen wir bei irgendeiner Attraktion in der Queue-Line, haben dann irgendwie so rumgesponnen, ach, Sam bräuchte ja eigentlich eine Freundin, ne? Der hat Sick und Sad. Ich weiß gar nicht, ob es Sad da schon gab. Nee, vielleicht noch nicht ganz. Ja, und dann sagte die Ann-Kathrin Dölken, was wäre denn mit Sia? Sollen wir die Filmklappe, die weibliche, nicht Sia nennen? Ja. Haben wir dann gemacht. Sia ist dieses Jahr geboren, weibliche Unterstützung im Moviepark. Und ich fand es schön, was Manuel in einem Interview gesagt hat. Was Sia jetzt von Sam ist, wie die im familiären Kontext zueinander stehen, wissen wir nicht. Das ist eine bunte Patchwork-Familie. Da kann jeder sich überlegen, wie die im Verhältnis zueinander stehen. Und die beiden bekommen ihr eigenes Float. Das ist das Float, was die Parade anführen wird. Unser Sam und Sia Float. Dann kommt hier vorne auch noch unser Logo hin, Movieparks Parade of Celebration. Und wir haben uns auch überlegt, die Parade hat ganz viele Easter Eggs und ist auch zum Beispiel vom Line-Up so gestaltet worden, weil Sam und Sia sind quasi die letzten, die 2026 oder die ersten, die dieses Jahr halt neu dazugekommen sind, beziehungsweise Sia. Dann folgte 2021 die Studio-Tour, dann folgte damals das Rebranding des Movieparks und Hollywood in Germany war schon zu Warner-Zeiten. Also haben wir da auch so eine kleine Timeline mit reingebaut. Ihr werdet auch auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Easter Eggs sehen. Da erklären wir auch noch mal was zu. Genau, und das sind unsere 4 großen neuen Floats. Die haben dann dazugehörig noch insgesamt 5 Wagen, die verschiedene Departments darstellen, wie den Make-up and Wardrobe Train. Dann haben wir noch ein Stuntauto, dann einfach ein Production Car und natürlich unsere goldene Limousine, die früher die Bugs Bunny Limousine war. Und in der Mitte der Parade, auch anders als es vorher war, kommt Nickelodeon. Nickelodeon wird das Herzstück der Parade. Die sind nicht mehr ganz ans Ende verbannt, sondern die bilden wirklich eine komplett andere Einheit nochmal. Und dann sind auch SpongeBob und Patrick in ihren Booten unterwegs und Chase und Marshall auf ihren kleinen Autos. Und dann natürlich die anderen Charakter, die wir dann auch neu bekommen. Ja. Wie lange planst du oder siehst du schon an der Parade? Also, ich kam aus Orlando im Juni. Und eine Woche später, weiß ich noch ganz genau, ich wollte gerade zum Tennis gehen und wir haben so einen gemeinschaftlichen Gruppenchat mit unserem Geschäftsführer, mit dem Thorsten. Und dann schrieb der da auf einmal rein, jo, hier, ihr habt das und das Projekt bekommen. Und wir so, dann haben wir die Summe gesehen und wir so, hä? Ist das jetzt ein Scherz? Ich konnte es gar nicht glauben und dann auch Manu direkt, ja, meinst du das jetzt ernst? Und dann war, der leider nicht mehr im Unternehmen ist, der das quasi auf den Weg gebracht hat, diese Projekte, einen Tag später im Moviepark, der Patrizio. Stimmt. Und dann kam er nachher in mein Büro, er war erst mit Thorsten und Manuel unterwegs und wir dann so, ja, stimmt das wirklich? Ja, ja. Und wir so, oh Gott. Und dann waren wir völlig lost, ja, wie fangen wir jetzt an? Und dann habe ich angefangen, an der Parade intensiv zu arbeiten im Juli. Und am 31. Juli stand das gesamte Konzept. Da habe ich mich auch schon mit Imascore hingesetzt, mit dem Xaver habe ich extra nachgeguckt. Wir hatten das erste Paradenmeeting am 17. Juli. Und dann habe ich gesagt, ne, auch hier mit meinem kleinen Büchlein, hier, das ist mein Paradenbuch. Das habe ich bei Action gekauft. Weil ich wollte ein Buch haben, wo ich dann irgendwann mal reingucken kann, was ich
was ich gemacht habe. Manu hat das passende Buch natürlich auch bekommen, ist klar. Blau aber. In Blau. Und dann stand dieses gesamte Projekt, so wie es, ja jetzt ist natürlich nicht, wurde ja umdesignt ein bisschen, war ja Ende Juli klar. Und dann ist es in so einem Großkonzern wie bei Parques Reunidos, du musst dann eine Präsentation machen, dann geht das durch verschiedene Gremien, habe ich keine Ahnung es kam dann irgendwann nochmal die Nachricht von unserem Geschäftsführer Anni, das geht jetzt ins sogenannte Board-Meeting. Das sind nochmal Leute, die kennen wir auch gar nicht. Irgendwelche wichtigen Finanzleute, die gucken sich alle Parkprojekte an und sagen dann ja oder nein. War natürlich auch aufregend, das war so im Oktober, also haben wir da schon Zeit verloren. Und dann haben wir eine Präsentation gemacht mit Musik, mit Glitzer, mit Effekten. Habe ich weiß nicht, wie lange dran gearbeitet. Einfach, weil so Finanzleute, wie catcht man die? Ja, Zahlen kann ich denen da hinschreiben. Aber wenn man selber keine Affinität zu Zahlen hat, sondern eher zu Musik und allem, was glitzert, habe ich gedacht, dann machen wir lieber so eine Präsentation. Und dann haben die es tatsächlich genehmigt. Und dann fiel der Startschuss Mitte November. Ja, das und das Budget kriegt ihr, let's go. Aber wir hatten natürlich vorher schon, wir wussten, okay, sieht jetzt nicht ganz schlecht aus, dass das klappt. Du musst ja schon irgendwie Partner an der Hand haben. Und dann haben wir angefangen, die Sachen auf den Weg zu bringen. Das erste, was ich bestellt habe, waren Sam und Sia. Und dann auch direkt die Nickelodeon-Sachen. Das dauert aber leider unfassbar lange. Die kommen erst Mitte Juli, unsere neuen Kostüme. Passen dann zu den Sommerferien. Ja, und dann wöchentliche Paradenmeetings mit unseren Paradencoaches aus den USA, wöchentliche Meetings mit Imascore, mit Full Stop Productions für die Kostüme, mit Kabuki. Und dann waren wir, glaube ich, das erste Mal hier im Februar, irgendwie so. Ja, genau. Und da muss man wirklich sagen, für eine Parade, die natürlich jetzt mit so Riesenparaden, die ich auch natürlich gerne bei uns im Park hätte, natürlich nicht vergleichen kann, ist aber noch nicht mal ein Jahr für so ein Projekt. Relativ kurzfristig, ja. Aber ich bin sehr überrascht, wie alles so zusammenpasst und wir aus verschiedenen Ländern der Welt so gut miteinander connecten. Ja, und dann stehen wir jetzt hier heute am 7. Mai, haben unsere Float schon, können die anfassen, können da drauf gehen. Krass, ja. Ich muss ja immer, ich bin kein digitaler Mensch, ich muss immer alles händisch aufschreiben und ich habe mir dann so ein kleines, das war auch noch nicht unser finales 30er Anniversary-Logo, habe ich mir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben, okay, was brauchen wir? Zum Beispiel, das ist ein KI-Bild von Sia und ähnlich sieht sie ja jetzt auch aus. Das sind auch KI-Leute, das sind nicht unsere Leute, aber des Paradenprojekts haben wir auch ein neues Opening gemacht. Das kommt alles halt aus dieser Parade. Auch die Sänger sind dieselben wie beim Opening von allen 3 Tracks, die wir in der Parade haben, weil ich einfach einen roten Faden von morgens, wenn du in den Park kommst, bis zur Parade dann da drin hast. Genau, das waren die ersten Bilder. Das ist eine Deko-Idee. Die könnt ihr dann auch später sehen. Die habe ich da auch reingeklebt. Genau, und das sind natürlich eine Meeting. Das war jetzt 4. Juli. Aber da sind auch noch ein paar Sachen drin. Ne? Dann Der Marketingmensch meckert mal jetzt nicht darüber, wie unser Logo gestaucht ist. Nee, aber ich habe schon gesagt, das ist ja nicht das richtige Logo. Ne? Alles gut. Dann habe ich. Gut, hast du dein blaues Buch geführt? Nicht so sorgsam wie die Anni, muss ich zugeben. Ne? Also. Ja. Und dann sind hier auch einem von unseren Paradencoaches, die hat dann schon aufgeschrieben, was wir alles beim Training beachten müssen, Handzeichen, Paradenabbruch, das ist hier schon drin. Dann wird es ja auch noch einen Moviepark Kids Song geben. Oh, super wichtig, müssen wir auch noch erzählen. Genau, da arbeiten wir auch, da kann Manu gleich noch mehr zu erzählen, mit einem tollen Künstler zusammen, der auch einen Showstop zu einem späteren Zeitpunkt dann in der Parade bekommt. Dann sind hier, haben wir uns die RAL-Farben der Floats ausgesucht und dann kann ich euch auch mal das sind so die ersten Ideen gewesen, wie die Parade quasi optisch aussehen sollte. Wir hatten am Anfang noch darüber gesprochen, ob wir auch mit unserem Lizenzgeber Paramount für die Parade zusammenarbeiten, aber aus Zeitgründen, weil wir wirklich nicht viel Zeit für das Projekt hatten, haben wir das dann da rausgenommen. Das war das allererste und auch der Name, den hatten wir direkt, weil die Parade, wir feiern
uns als Park, unsere Historie, unsere Gäste und das soll einfach eine bunte Party auf der Straße werden. Das hört man auch ganz stark in der Musik. Genau, das war quasi das Erste und das hat Kabuki dann, die haben das neue Logo dann designt. Ja, und das waren so die ersten Float-Ideen. Das Sam & Sia Float, da wusste ich direkt, die sollen Float bekommen. Dann waren hier unten noch andere Float-Ideen. Wir hatten auch mal überlegt, einen Star Trek Float zu machen. Da hat KI dann direkt den roten Teppich auf die Straße verlegt. Ich bin, wie gesagt, kein KI-Mensch und finde es auch immer nicht so cool, sowas zu benutzen, weil ich selber ein kreativer Mensch bin und auch weiß, bei manchen Jobs mit einer KI tue ich mich schwer mit. Aber wenn du Finanzleuten eine Präsentation machen musst, ja, da brauchst du halt Bilder. Ja, das habe ich dann gemacht. Genau, und hier sind dann, hier 31.07.2025, was ich dann machen musste. Ja, losgelöste Präsentation nochmal, OPEX kalkulieren und so, das sind, verstehe ich selber auch nicht. Habe ich aber alles brav aufgeschrieben. Genau. Und so ging das dann immer weiter. Ja, dann Paradenaufstellung, unsere Tänzer tanzen nicht nur, die haben auch verschiedene Props. Einfach, weil es auch wichtig ist, dass wir was ganz anderes machen. Sowas gab es früher bei uns nicht. Wenn man aber auch in die kleineren Parks nach Amerika guckt, die haben alle Sachen in der Hand und tanzen. Und wir sind Hollywood in Germany und dann müssen wir sowas auch haben. Genau. Und das sind halt immer, ja, dann meine kleinen Notes. Ja, einfach mal so ein Satz. A parade like never before. Stimmt. Aber stimmt. Hier sind noch ein paar Sachen leer, aber wir haben ja auch noch ein bisschen, unseren Probenplan haben wir schon entworfen, der sehr detailliert ist. Da werden wir wirklich auch in verschiedenen Locations im Park arbeiten, mit unseren verschiedenen Choreografen und Dance Captains. Und ja, das ist eine riesige Logistik. Und dann frage ich mich immer, wie machen das die Riesenparks? Krass. Aber ich freue mich unheimlich, dass wir so ein cooles Projekt haben. Ja, also uns war jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass wir jetzt natürlich als Familienpark auch den Kindern in dieser Parade, es gibt ja diese Showstops und da wird auch interagiert mit den Kids auf der Straße. Also wirklich, die Künstler holen sich nachher die Kinder auf die Straße, tanzen mit den Kindern. Und dann haben wir uns gedacht, warum gucken wir nicht nach einem coolen Testimonial, der für diese Kinder, auch für die Zielgruppe steht, der da bekannt ist, und haben uns dann für Nielsen entschieden. Der ist auf jeden Fall für die Leute, die sicherlich Kinder in diesem Preschool-Segment und so bis 11, 12 haben, sicherlich ein Begriff. Und der kommt sogar tatsächlich aus Dorsten und macht auch so ein bisschen so mehr mit elektronischer Musik. So richtig coole Sachen hat er im Markt. Und dann haben wir eine Kooperation noch mit Sony Music, mit denen wir dann zusammen auch noch diesen Showstop mit Nielsen, dem Kindersänger, produzieren, sodass wir auch wirklich da einen bekannten, wirklich in der Zielgruppe sehr bekannten Sänger verpflichten, der dann einen Teil dieser Parade auch stellt in Form eines Kids-Songs, der dann auch wirklich nur für den Moviepark geschrieben wird, aber der wird sogar über Sony Music released. Also wir werden auch da marketingstrategisch das noch ein bisschen weiter ausbauen. Am 4. Juli soll sogar das Musikvideo davon bei uns gedreht werden mit Nielsen. Nielsen wird sicherlich auch bei uns am 4. Juli auftreten. Also das ist für uns dann auch nochmal wichtig, dass wir auch diese Komponente noch mit reinbringen, um diesem ganzen Projekt da auch noch mehr Gewicht zu geben. Und da freue ich mich auch mega drauf. Da hat Nielsen mega Bock drauf. Wir haben eine super Relation zu Sony Music und alles in allem wird das richtig, richtig gut. Also ich freue mich schon mega drauf und das größte Lob gebührt natürlich hier meinem kreativen Counterpart. Also das muss man wirklich sagen, alles, was hier, auch die ganze Vorarbeit, die Anni da reingesteckt hat, die Zeit hätte ich da gar nicht investieren können, weil wir so viele andere Sachen rechts und links zu dem Zeitpunkt hatten. Und dieses Lob gebührt wirklich dir. Da hast du so viel Herzblut reingesteckt. Auch die Präsentation, wenn ich überlege, wir machen immer relativ geradlinige, strukturierte Präsentationen und dann kam die erste Präse mit Musik und Bling hier und Movie und keine Ahnung und dann habe ich gesagt, so, oh, what the fuck, was hat sie da gemacht? Und dann haben wir aber ganz bewusst gesagt, doch genau das ist ja dann auch das, was wir bewirken wollen, nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei unseren Investoren und Kollegen in Spanien, und dann hat das auch wirklich seinen guten Weg genommen und alle sind happy und heute stehen wir hier mit unseren Superpartnern Kabuki und mit Anni mit Tränen in den Augen, und es wird wirklich, also es wird für uns, glaube ich, für den Park, wir haben ja schon viele Meilensteine gesetzt, aber ich bin fest davon überzeugt, das wird der nächste große Meilenstein für den Park, weil das Thema Entertainment bei uns natürlich auch super wichtig ist und wir da auch rausstechen und wird einfach cool. Ich freue mich drauf. So, um vielleicht noch so ein paar kleine
wie ihr auch immer so schön sagt, Easter Eggs euch zu erklären. Also wir haben ja auch einige Wagen behalten, die wir vorher in der Parade benutzt haben. Zum Beispiel das wird unser Production Car. Und wir haben wirklich, ich habe jetzt noch nicht alle Details hier drauf, wir haben auf verschiedenen Wagen Filmklappen und die haben wir alle bestückt. Jetzt hier zum Beispiel ist es Moviepark Germany und dann Moviepark Studios Production Scene 30 und dann Take 1996. Auf einer Filmklappe sind alle Abkürzungen, wie der Park früher mal geheißen hat. Und der wurde ja 1967 als Kirchhellner Märchenwald, irgendwie sowas. Da haben wir auch eine Filmklappe, wo das alles draufsteht. Dann haben wir eine Filmklappe, wo unsere ganzen Events draufstehen, ne? Halloween Horror Festival und dann auch Movieparks Hollywood Christmas. Ich glaube, das ist für die Leute, die sich mit der Historie von uns auskennen, super, sowas zu wissen. Genau, hier haben wir das Sam und Sia Float. Hier haben wir, ist auch mein Highlight, muss ich sagen, den Make-up and Wardrobe Train, schön in Pink, passend, gleiche Farbe wie Manuels Mülltonnen bei uns im Park. Genau, hier sehen wir dann das 1996 Float nochmal. Und dann haben wir hier unsere goldene Limo. Das war ja früher die Bugs Bunny Limousine. Deswegen gibt es auch wieder Karotten an die Türgriffe. Und auf der Filmklappe stehen alle unsere Geschäftsführer drauf. Also alle Namen seit Warner Brothers zu unserem heutigen Geschäftsführer, zum Thorsten. Das ist quasi das Director's Car, um auch da so ein bisschen die Vergangenheit zu zelebrieren, weil die Parade, Movieparks Parade of Celebration, erzählt unsere Geschichte. Das hört man auch in der Musik, da sind die Möhren. Wir starten zum Beispiel mit einem Intro-Song von 1,5 Minuten. Das ist ein Sound-alike von Hooray for Hollywood, weil Hooray for Hollywood der allererste Paradensong war, den wir hatten. Und ja, auch musiktechnisch unterschiedliche Musiken in der Parade, das hatten wir so auch noch nie. Wir haben es gerade auf dem Hinweg hierhin schon gehört. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich liebe die Musik. Dann haben wir hier auch ein Auto, ist auch eins von unseren alten Autos. Das ist das Stunt and Special Effects Team Car. Und das repräsentiert einfach uns. Wir sind ein Filmpark, wie quasi eine Stuntszene in einem fahrenden Auto gedreht wird. Da hat Kabuki sich auch was ganz Tolles überlegt. Wir haben den Filmausschnitt gezeigt oder die hatten den sogar vorgeschlagen und dann haben sie das einfach nachgebaut. Genau. Und das wird dann hier das Hollywood Float. Da haben wir auch Straßennamen, ne? Klar, den Hollywood Boulevard, aber dann auch die Warner Allee, wo wir halt zu Hause sind. Und das sind so Kleinigkeiten, die, ich glaube, der normale Gast, der diese Parade sieht, nicht direkt sieht. Aber die Leute, unsere Saisonpassinhaber, die uns seit Jahren besuchen können, ja, die sehen diese Details alles. Vielleicht nicht direkt beim ersten Mal, wenn man die Parade sieht, aber das wird einfach eine große Party. Wir haben einen Showstop auf der Main Street, der dauert 4 Minuten. Da bleibt die Parade wirklich stehen, da ändert sich auch die Musik. Und dann feiern wir gemeinsam mit den Gästen 30 Jahre Moviepark Germany. We scream action, you scream cut. We go down and we all jump up. We scream action, you scream cut. Come follow us. One more time. We scream action, you scream cut. We go down and we all jump up. We scream action, you scream cut. Come dance with us. Wave your hands, reach out for the sky. Wave your hands, just give it a try. Come on, don't need to be shy. We celebrate since 1996. We celebrate and show some movie tricks. We celebrate so cheerfully. 30 years of Hollywood in Germany. We celebrate since 1996. We celebrate and show some movie tricks. We celebrate so cheerfully. 30 years of Hollywood in Germany. We all go clap, clap, and cut. We all go clap, clap, and cut. We all go clap, clap, and cut. We all go clap, clap, and action. We all go clap, clap, and cut. We all go clap, clap, and cut. We all go clap, clap, and cut. We wave your hands, reach
Noch eins. Es ist so big. Krass. Das ist der Hammer, oder? Ja, ich glaube. Oh, es ist so ein bisschen so, ja, das ist schon sehr unwirklich eigentlich. Ey. Ja. Wir stehen hier bei uns im Studio 4. Hier ist eigentlich unsere Weihnachts- und Halloween-Deko drin. Aber gestern, am 1. Juni, sind unsere Floats gekommen. Mit 2 Schwertransportern stand ich ganz aufgeregt auf der Warner-Allee, weil ich mich so doll gefreut habe. In aller Herrgottsfrühe. Genau, und das Team von Kabuki baut die Floats jetzt hier zu Ende, macht den Feinschliff. Und dann am Freitag, den 5. Juni, werden wir die ersten Probefahrten machen. Hollywood, there's no place in the world like Hollywood. 'Cause when you're walking down the walk of fame, know every name, you'll never be the same. It's all so clear, yes, it's understood. You belong to Hollywood. Hollywood, there's no place in the world like Hollywood. Because when every street's a movie set, you won't forget that you are right where you are. 'Cause if you wish that all your dreams come true, this is the place, so it is up to you. So, wir tanzen auch durch die Gegend. Wir haben gestern angefangen zu proben, haben insgesamt 17 Probentage und da muss das alles stehen. Und eine Parade in der Größenordnung, da wird ja nicht nur getanzt, sondern auch die Fahrer bekommen ein spezielles Training. Da bin ich besonders auch gespannt drauf, weil sowas habe ich auch noch nie mitgemacht. Genau, und da starten die Trainings auch am 5. Und weil der Park ja geöffnet ist, müssen wir das nach Parkschluss machen. Quasi, wenn es dunkel wird, wenn Abend ist. Deswegen unsere Tage sind gerade auch sehr, sehr lang. Everything is magical, and every little step's a giant leap. That's why we are here to celebrate the premiere of a world that only we can create. Every word writes history, and every color brings in new memories. So let's get up and celebrate a movie scene that only we can create. Little bit from everyone brings joy and so much fun. Throw up your hands, move your feet and dance, sing it loud, let them know we're here to celebrate. Oh, what a day! We're here to play. We're just about to start a movie hug. Every cab's a limousine, and every extra is a star on screen. It's time to create a masterpiece, a romance of a lifetime only for you and me. Hey, every spark's a firework, and every heartbeat shakes and rattles the world. So let's get up and celebrate 30 years of fun and action today. Hey! A little bit from everyone brings joy and so much fun. Throw up your hands, move your feet and dance, sing it loud, let them know we're here to celebrate. Oh, what a day! We're here to play. We're just about. Nach viel Planung, Designarbeit und unter anderem dem Bau bei Kabuki ging es im Moviepark vor Ort an die Endmontage, da die Floats sonst zu groß für den Transport gewesen wären.
Paradecoaches und Choreografen von außerhalb, die jahrelange Erfahrung mit riesigen Paraden haben, haben das Entertainment-Team vom Moviepark bei der Umsetzung von Movieparks Parade of Celebration unterstützt. Nach unzähligen Stunden des Probens war es dann am 20. Juni soweit und die erste Parade fuhr durch die Moviepark Studios. Bei Attraktionen würde man sowas Soft Opening nennen. Und die große Premiere gab es dann am 4. Juli mit den Feierlichkeiten zu 30 Jahre Moviepark. Wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil zum Thema Parade habt, abonniert jetzt Ride Review. Und vielen Dank für die Paradeaufnahmen an Dennis und Easy, Jerome, Moritz, Holger, die 30 Jahre VIP-Kurve und jeden, den wir vergessen haben. A parade like no other. Movieparks Parade of Celebration.